Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner. Ich habe mal wieder von Märklin ein Paket bekommen, und zwar von DHL. 94 cm lang und wie es drauf steht, hier 10,5 Kilo schwer. Allerdings weiß ich noch nicht so recht, ob ich wirklich glücklich werde damit, weil dieses Paket hier bei DHL wohl gewaltig gelitten hat. Man sieht hier schon den Innenkarton, man sieht es hier eingedrückt. Es steht aber an der Seite immerhin dabei, Vorsicht zerbrechlich. Aber es hat sich wohl dann jemand nicht dran gehalten. Hier ist auch der Karton ziemlich eingedrückt und hier oben sichtlich auch noch. Und hier ist noch eine Delle drin und auf der Rückseite auch nochmal. Und der Karton stand auch dann, wie ich die Tür geöffnet habe, vom Paketzusteller senkrecht vor meiner Tür. Und ich weiß jetzt nicht so recht, jetzt bin ich gespannt. Ich werde jetzt gleich mal auspacken, dann werden wir sehen, ob die Lok noch ganz ist oder Schaden hat und zum Märklin Retour muss. So, jetzt packe ich mal aus, schneide mal vorsichtig auf. Ja, immerhin sind reichlich Styroporflocken drin, wie das bei Märklin so üblich ist. Allerdings schon schade, dass der Versand jetzt hier nur in diesem kleinen Karton mit relativ wenig Styropor als Schutz kommt. Kann man schon mal ahnen, was drin ist. Der rote Pfeil, ein teures, edles Spur 1 Modell, das ich hier leihweise von Märklin bekommen habe. Die Schutzecken weg. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich den Karton hier vorsichtig rausbringe. Ist halt doch einiges Gewicht. Naja, zumindest der Schmuckkarton schaut einwandfrei aus. Auch an dieser Stelle, wo ungefähr die Druckstelle war oder dieses Loch im Karton, ist jetzt hier nichts zu sehen. Jetzt werde ich mal die Kunststoffhülle noch wegpacken und dann mal auspacken. So, jetzt noch die letzten Flocken weg. Diesmal nicht auf dem Fußboden. Und dann kann es losgehen. In der Verpackung die obligatorischen Handschuhe, die ich aus Sicherheitsgründen nicht nutze, damit ich am Fahrzeug nicht versehentlich irgendwo hängen bleibe. Die Bedienungsanleitung und der übliche Gabelschlüssel zum Abschrauben des Modells vom Präsentationsbrett. Ich schaue mal kurz in die Bedienungsanleitung rein. Das ist hier ein Heftchen mit insgesamt 32 Seiten. Hier ist beschrieben, wie sie mit dem Transport gesichert ist, das Modell. Dann die schaltbaren Funktionen. Dann hier noch die wichtigsten CV-Einstellungen. Das Ganze in mehreren Sprachen hintereinander. Und schließlich dann noch eine Explosionszeichnung zum Modell, zu den Details. Jetzt kommt die Styroporeinlage aus dem großen Karton raus. Hier sieht man wieder, dass das unten relativ gut gesichert ist. Dann die Klettverschlüsse. Und dann schauen wir mal, ob die Lok irgendwie einen Schaden abbekommen hat. Jetzt wird es wirklich spannend. Die Tür ist jetzt offen, wird aber wahrscheinlich nichts irgendwie an Probleme bereiten. Ich hoffe zumindest. Man sieht auch, die ist noch fest angeschraubt.
Die Bolzen scheinen auch gerade zu sein, die Transportbolzen. Aber das werden wir gleich sehen, wenn ich sie jetzt auf eine Styroporauflage auf die Seite lege. Jetzt entferne ich noch die Klettverschlüsse und drehe auch das Modell um, weil auf der anderen Seite nämlich die schöne Beschriftung ist für dieses Präsentationsbrett aus Aluminium. Jetzt werde ich die Lok mal vom Brett abschrauben. Und der klemmt ein bisschen, der dreht sich hier oben mit. Das kann man öffnen. Und jetzt werden wir gleich sehen, ob alle Bolzen gerade geblieben sind oder ob durch den Transport irgendwas verbogen ist. Ja, schaut relativ gut aus. Nun brauchen wir den Gabelschlüssel. Ja, sieht hier gut festgeschraubt. Hier ist noch die Plastikhälfte. Die muss wahrscheinlich drüben auch weg. Jetzt gleich mal ein Blick aus der Nähe auf das Drehgestell. Sehr gut beweglich. Die Achsen sind natürlich getrennt. Hier ist die Stromaufnahme noch über Achsschleifer. Und hier gibt es eine wegklappende Schürze, damit das Modell trotz dieses großen Drehzapfenabstands enge Radien mit 1020 mm schaffen kann. Hier auch das zweite Drehgestell. Auch hier die wegklappende Schürze. Man sieht, dass das Drehgestell hier auch sehr flexibel gelagert ist. Dann noch ein Blick auf den weiteren Unterboden. Und jetzt geht der rote Pfeil gleich mal auf meine Testgleismodule, um zu schauen, ob er technisch funktioniert. Dann entferne ich noch kurz diese Sicherung für den Stromabnehmer. Das Kreppband. Und hier diese Abdeckungen. Ich tippe mal drauf, dass da unten drunter das abgeht. Und dann sieht man hier einen Lautsprecher. Da bin ich gespannt, ob auf der anderen Seite auch einer ist. Und auch hier. Nein, hier ist bloß die Elektronik. Der Energiepuffer für den Decoder zur Überbrückung von Stromunterbrechungen. Und wo die weitere Elektronik ist, werden wir vielleicht im Lauf des Tests noch sehen. Man sieht hier 3 kräftige Magnete, mit denen das gesichert ist. So, und jetzt geht das Modell rüber zu meinen Testgleismodulen. Das Modell hat übrigens eine Länge über Puffer von 70 cm und ein Gewicht von 5,6 Kilogramm. Jetzt entsichere ich noch schnell den Stromabnehmer. Und dann gibt es das erste Mal Strom auf dem Gleis. Dann bin ich gespannt, ob alles läuft.
Der Stromabnehmer hat sich jetzt nach unten bewegt. Schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt wird der Decoder ausgelesen mit dem MFX-Protokoll von Märklin. Und dann müsste der Triebwagen hier irgendwo auf der Liste sein. Da ist er. Dann schieben wir den auf eine Seite. Und dann haben wir ihn hier mit allen seinen Funktionen. Ich probiere jetzt mal das Spitzensignal und die Innenbeleuchtung. Dann den Pantographen heben. Die Führerstandsbeleuchtung. Da gibt es noch eine Armaturenbrettbeleuchtung, die zeige ich dann später nochmal detailliert beim richtigen Auspacken. Dann schauen wir noch die Türen öffnen. Hier hat sich jetzt nicht deshalb nichts bewegt, weil es nicht geht, sondern weil das jetzt hier einfach nur mechanische Türen sind. Aus Platzgründen hat das Märklin leider nicht geschafft. Gehen also hier mechanisch auf. Und jetzt mache ich den Sound fürs Türen schließen. Und ich schließe jetzt hier mechanisch. Ein bisschen nachschieben. So. Und abschließend vor einer ersten kleinen Probefahrt nochmal der Stromabnehmer. Dann die allererste kleine Probefahrt, Stromabnehmer hoch, V-Sound ein, Das war's jetzt mal mit dem ersten Teil meines Auspackvideos des roten Pfeils von Märklin in Spur 1. Meine großen Befürchtungen sind zum Glück nicht wahr geworden. Das Modell hat den Transport überlebt. Es hat ja nicht so ausgeschaut mit diesen Löchern beim Versand bei DHL. Da habe ich schon Schlimmstes gefürchtet. Schön, dass Märklin sich dann doch gute Gedanken gemacht hat, wie man solche Modelle sehr sicher festschrauben kann, damit eben auch bei härterem Transport sowas nicht passiert. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn es mal wieder vorbeischaut auf meinem Kanal. Und demnächst gibt es dann das Auspackvideo zweiter Teil mit den Detailaufnahmen
und mit mehreren Probefahrten aus der Nähe. Servus, euer Peter Bernsteiner.